Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Mini-Lockdown-Update aus dem Wunderland. Ihr wisst ja, keine Besucher im Wunderland bedeutet, wir können die Zeit nutzen und machen mal die ganzen Dinge, die auf einer langen Liste stehen, die wir immer schon mal machen wollten, wenn uns kein Besucher stört, wenn wir nicht alles nachts machen müssen oder auch länger für Arbeiten brauchen. Das machen wir jetzt im November. Letzte Woche haben wir euch gezeigt, wie der Fußboden rausgestemmt wurde. Hier liegen schon die ersten Fußbodenplatten, es geht schnell voran. Und Gerrit erzählt euch gleich mal, was wir alles am Flughafen machen. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir den gesamten Fußboden ja oben rausgerissen und sind da ordentlich vorangekommen. Das heißt, es ist die Ausgleichsmasse gelegt und jetzt sind wir eigentlich schon in der letzten Schicht, bevor nachher der endgültige Fußboden draufkommt. Da sind wir sogar minimal, würde ich sagen, mindestens im Zeitplan, vielleicht sogar gefühlt einen Tick besser. Wo wir deutlich hinterherhängen, ist das hier. Wir haben uns immer gewünscht, dass wir mal Zeit bekommen ohne Gäste. Das war zwar irgendwie kein Herzenswunsch und auch bitte keiner, der Realität wird, aber es war so dieses Gefühl, das, was wir hier machen, was ich gleich erkläre, hätte wahrscheinlich um die 50 Nächte gedauert, mit mehreren Leuten in der Nachtschicht zu erledigen. Und wir wussten, wir wollen das immer oder müssen es immer tun, irgendwann. Haben es immer weiter rausgeschoben. Jetzt sind keine Gäste da. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir das machen, und zwar unsere Startbahn neu bauen. Es ist nicht nur so, dass wir ganz viele Erkenntnisse gesammelt haben bei über 1 Million Starts oder mindestens Flugbewegungen, ich weiß es gerade nicht genau, aber der Schlitten, der durch die Startbahn fährt und die Schlittschließer öffnet und das Flugzeug beschleunigt, ist mehrere Millionen Mal durch diese Startbahn gefahren. Und es war uns klar, dass wir da Punkte haben, die Verschleiß haben. Es war uns aber relativ schnell klar, dass wir diesen Verschleiß stark minimieren können, wenn wir nur Kleinigkeiten anders machen. Also gab es diesen Wunsch, das neu zu machen und mittlerweile auch die Pflicht, weil diese alten Platten hier haben gelitten. Das ist einkalkuliert gewesen, aber dass schon 10 Jahre sind, seitdem der Flughafen fliegt, wird uns eigentlich jetzt erst bewusst, weil wir müssen in unserem Gedächtnis rauskramen, was haben wir hier vor 10 Jahren eigentlich gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Startbahn wird erneuert, wird verbessert. Es fließen die ganzen Erkenntnisse ein, die wir so gesammelt haben. Wir haben das grundlegend gleiche Material genommen, nämlich MDF, aber eine modernere Variante davon, weil MDF hat den Vorteil, Feuchtigkeitsschwankungen und Temperaturschwankungen sehr gut kompensieren zu können. Und es ist wahnsinnig stabil, wenn man möchte. Wir können das jetzt mit einem Trick, der ist auch neu, also zumindest uns ist er neu, mit einem bestimmten Lack, der da einzieht, auch noch verstärken an bestimmten Stellen. Aber es bleiben auf der anderen Seite aufgrund der Eigenschaften des Materials auch Sollbruchstellen. Das heißt, es gibt Stellen, wenn der Worst Case passiert und es crasht irgendwie, es verkantet sich was, dann soll nicht die ganze Platte oder am besten das ganze Gestell uns um die Ohren fliegen, sondern möglichst nur eine Stelle. Und das ist eigentlich jetzt, wir sind uns ziemlich sicher, in einem nahezu perfekten, zumindest theoretischen Zustand hier. Das müssen wir jetzt nur einbauen. Wir haben 4 Wochen Zeit, eine ist schon um. Und wie gesagt, wir haben immer darauf gewartet, wenn ein zweiter Lockdown kommt, dann machen wir das. Aber wie es so ist, man kann nicht alles vorbereiten. Es fallen uns jetzt ein paar Sachen auf, die man übersehen hat. Und es kann sein, dass 4 Wochen am Ende zu knapp sind. Und das macht uns alle, besonders mich, ein bisschen nervös. Alle um mich herum sind den ganzen Tag schon so entspannt, wahrscheinlich einfach, weil es im Workflow ist alles. Es ist ja nicht nur ein weltweiter Herzenswunsch, dass wir in 3 bis 4 Wochen vielleicht irgendwo
eine Verbesserung dieser Corona-Situation erleben, sodass wir Weihnachten vielleicht schon wieder das erste Mal ernsthaft sagen können, puh, der Drops ist jetzt langsam gelutscht, hoffentlich, 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 keine Unkenrufe. Aber bis dahin bauen wir hier diesen Flughafen weiter, bauen den Fußboden weiter, machen diverse andere Baustellen. Über dieses hier machen wir eine Gerrits Tagebuch-Folge. Mal gucken, ob sie in einer Woche kommt. Das würde bedeuten, dass wir sehr gut vorangekommen sind. Vielleicht kommt sie auch erst in 3 Wochen. Mal schauen. Seid gespannt. Wow, da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Da könnte man ja fast nervös werden, ob das bis zum 1.12. überhaupt klappt. Wir sind ja aber guter Dinge. Wir sind ein großes Team hier. Wir bauen an allen Ecken und Enden. Jetzt seht ihr noch ein paar Bilder, wie es mit dem Fußboden noch vorangegangen ist. Da musste noch ganz viel geschliffen werden. Nächste Woche bekommt ihr natürlich ein neues Update Ende der Woche, was wir alles in der nächsten Woche geschafft haben. Für uns heißt es heute erstmal Tschüss sagen. Bleibt gesund. Bleibt negativ, aber im Kopf vor allem positiv, denn nur zusammen mit ganz viel Optimismus kommen wir durch diese Zeit, egal ob es am 1.12. wieder aufwärts geht oder ob wir noch länger durchhalten müssen, wir schaffen das zusammen.